Hier ist wieder die PC Games Hardware mit den Hardware News. Unsere Themen drehen sich heute um den miserablen Serverstatus von Diablo 2 Resurrected, die CPU Ryzen 5000 wird teurer und ein neuer technischer Standard mit 600 Watt für Grafikkarten wird gesetzt. 6 Jahre voller Antrieb und Emotionen. Macht mit und holt euch einige Geschenke zum Anlass unseres 6. Geburtstags. Die Preisentwicklung bei Ryzen 5000 entwickelt sich leider ungünstig, auch wenn alle 4 5000er CPUs noch unterhalb der UVP liegen. Letzte Woche haben wir noch über den Preisanstieg des Ryzen 5 5600X berichtet. Im Hinblick zum Wochenbeginn auf die Top 10 CPUs im PC Games Hardware-Vergleich sehen wir aber, dass nun auch andere Prozessoren betroffen sind. So ist der 16-Kerner Ryzen 9 5950X am 7.10. noch mit 719 € notiert, noch einmal 20 € auf aktuell 738 € hoch. Das ist immerhin eine Steigerung von 6% vom 24.09., als das Ryzen 5000 Flaggschiff kurzzeitig für 695 € verkauft wurde. Auch beim 12-Kerner Ryzen 9 5900X ging es zuletzt leicht nach oben. Rund 20 € Aufpreis sind aktuell gegenüber dem Niveau der letzten Wochen und Monate fällig. Das sind allerdings nur 4%. 509 € kostet der 5900X beim aktuell günstigsten Händler. Die UVP ist bei 549 €. Am stabilsten hält sich immer noch der 8-Kerner Ryzen 7 5800X, der bei 379 € verharrt. Er hat von allen Ryzen 5000 CPUs mit knapp 16% den größten Abstand zur UVP. Weiterhin aufwärts geht es für den Ryzen 5 5600X, der kaum für unter 300 € zu haben ist und damit gut 17% über dem Niveau von Ende August liegt. Spannend an dieser Stelle: Versender Mindfactory, sonst oft auch für die besten CPU-Preise bekannt, listet auf seiner Webseite aktuell die Tray-Version des beliebten 6-Kerners am günstigsten. Der kostet gute 279 €, allerdings landet diese Version damit nicht in der Datenbank von Geizhals. Offenbar möchte Mindfactory nicht, dass die Tray-Version des 5600X dort auftaucht. Die Boxed-Version gibt es bei Mindfactory für 10 € mehr, wenn er dort auch mal verfügbar ist. Falls ihr es noch nicht selbst im eigenen Gameplay mitbekommen habt, bei Diablo 2 Resurrected spielt sich gerade ein großes Serverdrama ab. Schon seit Tagen versuchen Spieler stabil zu spielen, das kürzlich veröffentlichte Patch hilft leider nur bedingt. Vor allem PS5-Spieler aus der EU haben das Nachsehen. Das Starten des Spiels ist zurzeit unmöglich. Es hilft, nicht das neueste Update zu laden oder auf der PlayStation 5 die Version für die PlayStation 4 zu spielen. Diese funktioniert. Aktuell versucht man das Patch wieder zurückzusetzen und eine neue Version wieder einzuspielen. Das Changelog ist recht umfangreich. Durch eine Verbesserung soll verhindert werden, dass Benutzer ihre Charaktere versehentlich löschen. Es wurden verschiedene Absturzprobleme behoben. Eines trat auf, wenn man nach längerer Spielsitzung den Legacy-Schalter benutzte. Ein anderes, wenn die koreanische Spielzeitwarnung auf dem PC angezeigt wurde. Ein weiterer kam nach dem Starten des PCs ohne vorhandene Einstellungsdatei. Der letzte behobene Absturz trat beim Binden passiver Fähigkeiten an die Interaktionstaste auf. Außerdem ermöglichte das Patch Stabilisierungsverbesserungen beim Herunterfahren des Spiels, Korrekturen an Lokalisierungen und Untertiteln und andere kleine Absturzbehebungen. Als es beim Thema Login-Probleme keine Neuigkeiten gab, beschäftigte sich die Community derweil mit humoristischen Tweets. Nun hat Blizzard aber offiziell Stellung bezogen und besagt laut Diablo Community Manager Pathradar Folgendes: Es gibt keine einfache Antwort und das moderne Spielverhalten ist auch Teil des Problems. Die kurzfristigen Lösungen dürften nicht jedem gefallen. Es handelt sich um kein einzelnes wiederkehrendes Problem, es bedingen sich teilweise große und kleine Probleme gegenseitig. Blizzard wird nichts anderes übrig bleiben, als Bugfixes für jedes einzelne Problem zu veröffentlichen, um zu sehen, ob dies das Gesamtproblem lösen wird. Parallel arbeitet man auch an längerfristigen architektonischen Änderungen. Hier sorgt ein sogenannter Legacy Code für manche Schwierigkeit. Eine kleine Anzahl von Spielern habe laut Blizzard dabei den Verlust des Charakterfortschritts erlebt. In Zukunft sollte jeder Verlust aufgrund eines Serverabsturzes auf einige Minuten begrenzt sein. Das Drama von Samstag bis Dienstag erklärt Blizzard durch einen erheblichen plötzlichen Anstieg des Datenverkehrs. Hinzu kam ein Update vom Freitag, welches eigentlich eine Verbesserung der Performance bringen sollte. Beides sorgte für eine Überbelastung der globalen Datenbank und den entsprechenden Timeout. Daraufhin sollte ein Rollback des Patches die Server entlasten, doch Hunderttausende von Spielern innerhalb von 10 Minuten hätten die Datenbank erneut überlastet. Am Montag wollte man dann die Konfigurations- und Codeverbesserungen für die globale Backup-Datenbank einspielen. Das führte zu einem weiteren Ausfall, da die Sicherungsdatenbank fälschlicherweise weiterhin ihren Sicherungsprozess durchführte, anstatt Anfragen von Servern zu bearbeiten. Während Blizzard im Hintergrund an vielen Optimierungen arbeitete, waren sie sich ziemlich sicher, die hohe Summe an Verbindungsabbrüchen zur Datenbank dauerhaft behoben zu haben.
Natürlich kam es am Dienstag wieder zu einem Höchststand an gleichzeitigen Spielern mit einigen 100.000 Spielern, allein in einer Region. Damit wurde eine weitere Verschlechterung der Datenbankleistung hervorgerufen. Die Ursache wird von Datenbankingenieuren untersucht. Auch andere Teams von Blizzard wurden um Hilfe gebeten. Dann drückt mal die Daumen, dass dieses Teamwork fruchtet. Am Mittwoch gab es bei New World ein neues Update. Es sollte sich um 5 Stunden Downtime handeln. Diese zog sich allerdings mindestens bis zu 8,5 Stunden. So gab es um 20:30 Uhr ein neues Lebenszeichen vom New World-Account. Online-Welten in der EU Central wurden wieder online gebracht und weitere Welten live gestellt. Dabei war jedenfalls Geduld angebracht. Das 1.0.2 Update ergänzte den Charaktertransfer. Bei der Implementierung soll es einige Probleme gegeben haben. Es ist nun bekannt, dass der Transfer des Charakters nur innerhalb der eigenen Region funktionieren wird. Außerdem wurden mit dem Update nun Anpassungen bei den Fraktionsmissionen für New World hinzugefügt. Der Einflussgewinn über die Zeit wurde angepasst. Der Gewinn der angreifenden Fraktion wurde gesenkt, der Einflussverlust über Zeit für verteidigende Fraktionen wurde nun entfernt. Dazu gibt es einige Fehlerbehebungen, unter anderem konnten Spieler als Leichen respawnen. Verschiedene Übersetzungsprobleme und Textfelder wurden auch korrigiert. Mitteilungen an Spieler, die durch Easy Anti-Cheat vom Spiel getrennt, suspendiert, gesperrt oder entfernt wurden, sind verbessert worden. Diese Spieler erhalten nun eine Benachrichtigung mit dem Grund für ihre Strafe. Darüber hinaus gibt es Fehlerbehebungen bei Problemen der KI sowie im Shop. Als der neue Grafikkartenstromanschluss für den neuen PCI Express 5.0 Standard wurde zunächst ein Microfit-Stecker mit 16 Pins vermutet. Kollege Wallosek von egoslab.de meint nun, dass dieser mit ziemlicher Sicherheit nicht zum Einsatz kommen würde. Er möchte von Netzteilherstellern erfahren haben, dass ein anderer 12-Pin-Stecker zum Einsatz kommen soll, der mit PCI Express 5.0 die Lösung von Nvidia auch ablösen würde. Der neue Standard hat dabei einen geringeren Abstand als bestehende Steckverbinder, nämlich von 4,2 mm auf 3 mm und ist mit einer Breite von 18,85 mm immerhin kleiner als eine doppelte oder dreifache 8-polige Steckerkonfiguration, was auch dem Platinendesign von Grafikkarten zugutekommen könnte. Die für Januar vermutete RTX 3090 Ti könnte die erste Karte sein, die mit diesem Stecker befeuert wird. Ob das der Fall ist und ob sie überhaupt schon PCI Express 5.0 verwendet, steht, wie alles andere zu dieser Karte, noch in den Sternen. Wir sind wieder mal am Ende der Hardware-News angekommen. Lasst doch einen Kommentar da. Seid ihr vom Diablo 2 Resurrected Debakel betroffen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben und auch vielleicht ein Abo da, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao!